Dann sprecht ihr weiter über den Hyperraum und sie erklärt das auch ein wenig. Ähm, du fängst da erst an und sagst halt, das Strahlschiff in einen Hyperraum geschleudert wird. Mhm. Dieser Hyperraum, weil wir ja gerade auch über Das ist, Raum eigentlich gar nicht wirklich existiert. das, weißt, ein Hyperraum. Ich erkläre dir jetzt einmal, was ein Hyperraum ist. Ein Hyperraum ist einfach eine übergesetzte Dimension, wo du dich anders verhalten tust oder es tut dich anders verhalten, wo du die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnimmst, wie wenn du jetzt da auf dem Divan hockst und mit mir redest, sondern wie soll ich dir sagen, du nimmst nur noch Gedanken wahr. Alles andere, das verschwindet, das verschwimmt um dich herum, das nimmst du gar nicht mehr wahr. Du nimmst nur noch das wahr, was da innen geht und läuft. Es ist eine andere Dimension in der normalen Dimension, wo du leben tust, aber du gehst in eine andere Dimension, wie soll ich dir das erklären? Wo du die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnimmst, wie sie tatsächlich ist. Und eine Geschwindigkeit hundertfach oder 200- oder 300-fach oder 1000-fach oder 10.000-fach ist läuft die schneller ab als in dem Raum, wo du leben tust, wo du existieren tust, effektiv existieren tust als Körper, als Mensch und so weiter und so fort. Ja. Es ist nicht ein Raum, wie es heißt, Hyperraum, sondern es ist eine Hyperdimension. Ja. Oder? Also wenn sie dich zum Beispiel nach Erra gebracht haben, dann jetzt kommt sozusagen der Punkt, wo dann der Tachyonenantrieb eingeschaltet wurde. Ja. Und dieser Sprung durch Raum und Zeit, sag ich jetzt mal, stattfindet. Im Grunde reist ihr die ganze Strecke, aber die Zeit ist wie paralysiert und der Raum auch. Es gibt das beste Beispiel. Das beste Beispiel, wenn du Alkohol trinkst, dann nachher passiert genau dasselbe zum Erklären. Passiert in etwa da genau dasselbe, wie wenn du einen Hyperraum brauchst. Du bist in einem anderen Raum, du bist in einem anderen, aber es kommt dann von dir aus alleine. Da ist es maschinell hergemacht, hergerufen. Aber wenn du dich mit Alkohol auffüllst, betrunken wirst, dann hast du praktisch auch das, was ein Hyperraum ist. Du nimmst nur noch das wahr, was da oben geht und läuft, was aussen durch ist, dein Körper, und das nimmst du nicht mehr wahr. Nur noch das, was da oben ist. Ja. Oder? Du lebst im genau gleichen Raum hinein. Nur ist er anders dimensioniert. Es ist praktisch eine andere Dimension. Ja. Und die wird maschinell erzeugt, also erbrochen. Oder? Genau wie du das machst mit Alkohol, wenn du dich betrinken tust. Ja, es existiert nicht mehr um dich herum in dieser Form. Es geht nur noch da oben aus. Ja.
Ja, man kann dann die anderen Planeten und Sterne nicht mehr sehen. Nein. Die sind dann weg, sozusagen. Ja, ist weg. Mir scheint es, dass genau gleich, wenn du betrunken bist, die Umwelt existiert nicht. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Aber mir scheint es, dass aus Sicht der absoluten Realität oder dass die Strecke schon gereist wird, aber so schnell, dass du das wahrnimmst. Für uns erscheint es wie ein Sprung. Das gar nicht mehr. Es läuft nur noch das, was da oben geht und läuft. Das andere realisierst du überhaupt nicht mehr. Ja. Du, ich habe mal gesagt, du lebst praktisch in der Ewigkeit. Ja, genau. Ja, du lebst praktisch in der Ewigkeit. Ja, weil diese Reise dauert ja extrem lange, also hunderte von Jahren. Ja. Aber für dich ist es nur ein winziger Bruchteil einer Sekunde. Ein Schwick. Ja, aber die Strecke wird schon gereist. Ja, natürlich. Es wird nicht gesprungen, wie wir als Sprung verstehen. Da verschwindet jemand und da taucht er wieder aus dem Nix auf. So wird es, nehmen es, glaube ich, die meisten Leute wahr. Es wird halt einfach fantasievoll gedacht, aus dem Grund raus, weil man das nicht kennt, weil man das nicht weiß, weil man es nicht selber erlebt hat. Ja, klar. Ja. Und das ist ja selbstverständlich, die Wissenschaft braucht seine Zeit. Jetzt denken sie immer mit Wurmlöchern und so, dass man in so ein Wurmloch fliegt und dann dauert das so und so viele Sekunden und dann hat man halt eine große Strecke überwunden oder so. Aber einige Sachen gibt es zum Beispiel, wo erzählt wird vom Bermuda-Dreieck. Ja, aber und das sind einige magnetische Strahlungen, wo Veränderungen hervorrufen. Ja. Im Bewusstsein Veränderungen hervorrufen. Ah ja, und dann sieht man Geisterschiffe oder ähnliches oder was auch immer. Je nachdem, das ist von Mensch zu Mensch wieder verschieden. Ja. Da können zwei nebeneinander hocken, beide sehen irgendetwas anderes oder leben irgendetwas anderes. Ja. Je nachdem, was da oben geht und läuft. Könnte das der Grund sein? Gibt so ein paar Schiffe in der Schiffsgeschichte, wo große Schiffe auch, also oder für die Zeit große Schiffe zum Teil, wo sie die gefunden haben auf dem offenen Meer und niemand war mehr an Bord. Also niemand. Ja. Und wo man sich fragt, warum haben die das Schiff verlassen? Ja. Können das sein, dass die sozusagen... Sie kann ein Sturm sein. Ja. Das Schiff kann abgesoffen sein. Und die Mannschaft kann tot sein und das Schiff hat es wieder unten aufgeklopft und so weiter. Es gibt viele, viele Möglichkeiten dafür. Ja, aber wenn zum Beispiel die Rettungsboote fehlen, dass die einfach dann durch die magnetische Strahlung so durchgedreht sind, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt ins Rettungsboot und uns retten. Und dann sind sie mit dem Rettungsboot abgesoffen und das große Schiff hat den Sturm oder so dann überstanden. Ja, okay. Das Schiff hat vielleicht weiter existiert, auf der Welle hin und her gegaukelt, im Sturm rein. Und die Rettungsboot besetzt worden und abgehängt worden und die Leute sind versoffen im Sturm oder weiss ich was. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Und die Regel ist das, dass sofort Gespenster und weiss ich was ins Spiel kommen. Ja. Gespensterhaft und weiss ich was. Ja. Und einige Male, hast du geschrieben, dass auch Gase austreten am Meeresboden. Richtig. Wo dann natürlich der Auftrieb verloren geht. Ja. Und einfach absaufen. Ja. Und das ist noch... Auch Flugzeuge sogar, ne? Ja, ja. Wenn es dann in die Luft steigt, dann hat das auch keine Tragkraft mehr. Wo die Gase bis hoch raufgehen und das Flugzeug einfach verschwindet im Meer. Oder? Ja. Auch in der Wüste gibt es auch. Dass da Gase aufsteigen. Ja. Plötzlich
aber das ist selten. Im Meer kommt es vielfach mehr vor. Mhm. Ja. Okay. Weißt du, und das kann ein Riesenschiff, 250 Meter langes Schiff, einfach absacken. Ja. Weißt ja, wenn da kein Auftrieb mehr ist, dann... Kein Auftrieb und nichts mehr. Ja. Und die Gase, weißt du, die gehen Kilometer hoch, Kilometerhöhe aufgehen. Und da kann ein Flugzeug, wenn es reinkommt oder drinnen, dann geht das ganz schnell. Los, oder? Ja, weißt du, dann auch ein Propellerflugzeug kann. Da läuft der Propeller her umeinander. Ja, der hat ja nicht genug Widerstand. Ja, der zieht dann das Flugzeug nicht mehr. Nur noch ab. Ja, das fand ich total logisch. Das war mich einfach. Genau, also es ist dann wirklich so, wie Semjase sagt, Raum und Zeit hören einfach auf zu existieren. Ja, richtig. Dann ist wirklich Nihilo. Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist im Grunde Nihilo. Nihilo. Wie Nihilo und... Es existiert nicht mehr. Ja. Außer dem Gas, oder? Ja. Wo nicht mehr sich bewegen kann darin. Also wo nicht mehr kann fliegen, nicht mehr kann schwimmen. Dass das technisch möglich ist. Einfach, wie sagt man, ich sage jetzt, deswegen des Vergänglichen. Weißt du, weil da kannst du das Gewicht, das ist der Erdanziehung. Ja. Oder? Und die spielt dann. Oder? Gegen die kannst du nichts mehr ausrichten. Ja. Es wird einfach alles, weil keine Luft und nichts mehr existiert. Es ist nur noch luftleerer Raum praktisch, oder? Es ist, es kann nie mehr Halt haben und so weiter. In der Atmosphäre, da hast du Halt. Ja. Und dort gibt es keinen Halt mehr und dann sauft alles ab und passiert eben das, was überhaupt passiert, wenn du das Geldstück hast, keine Last, dann geht es im Grund runter. Ja, ist wie ein Sturz. Ja. Könnte man es wie einen Sturz ins Nichts beschreiben? Kannst fast sagen. Nur ohne durch ist dann der Grund. Ja, du kommst irgendwo wieder raus. Ja, dort kommst du dann einfach zum Stillstand. Ja. Oder? Dort wirst du dann aufgefangen, oder wie dem willst du sagen? Ja, aber es ist doch so, wenn was jetzt sozusagen erforscht, sozusagen die Hyperraumreise, kann schon passieren, dass auch Leute halt im Hyperraum, sag ich jetzt, weil es kein besseres Wort gibt, hängen bleiben, oder? Nein. Also man kommt irgendwo immer raus. Nein, da kommst du wieder durchs raus, weil das wieder aufgehoben wird. Automatisch. Also man kann jetzt... Wenn der Motor abgestellt wird, dann läuft nichts mehr. Ja, und du erscheinst wieder, oder? Das kannst du so sehen. Ah, okay. Es gibt nicht, dass du im Hyperraum gefangen wirst. Okay. Solange ein Motor ist oder ein Triebwerk ist oder was es auch immer ist, wo Bewegung vorgibt, oder? So lange bewegt sie sich. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, dann verschwindet alles wieder. Ja, und man erscheint sozusagen wieder, wo immer man dann auch... Ja, kannst also nicht im Hyperraum gefangen sein. Ja. Oder? Ja, das ist gut zu wissen. Das könnte sonst lange dauern. Nein, aber das sind Fantasien, die der Mensch erfinden tut. Ja. Weil er sich Sachen einbilden, vorstellen tut, wo hinten und vorne reine Illusion ist. Ja. Eine reine Fantasie.
Ja, also im Grunde muss man den Motor sozusagen darauf einstellen, dass er so und so lange läuft und dann erscheine ich nach so und so vielen Lichtjahren wieder. Ja, genau. Da braucht Berechnungen. Ja. Sonst fliegst du in dieser Dimension einfach so lange, bis du kein Sprit mehr vorhast. Ja, das stelle ich mir hochkomplex vor. Ah ja, natürlich. Es ist alles auf Berechnung. Ja. Ist alles auf Berechnung. Es gibt nichts, was nicht auf Berechnung ist, was der Mensch machen tut und kann. Ja, weil sie schreibt ja, dass, oder sagt vielmehr, dass man nicht zu dicht an einem Planeten sein darf. Ja, so stimmt. Und man darf aber auch nicht zu dicht an irgendeinen Planeten wie der Usse kommen. Ja. Wenn du da in der Nähe von irgendeiner Sonne Usse kommst, dann kannst du gewärtigen, dass du drin runtergehst. Dann ist vorbei. Ja, natürlich. Stürzt in die Sonne. Ja. Zu näher herkommst. Ah, das ist ein riskantes Geschäft. Mhm. Ja. Das ist genau gleich, wenn du Auto fährst. Ja. Du zu näher einen anderen herkommt, dann scherbelt es. Ja. Ja. Kannst du dir immer ein Beispiel nehmen in deinem täglichen Leben. Ja. So ist es durchwegs im gesamten Universum. Und wenn ich sage Universum, dann musst du dir den Kosmos nehmen als das. Das ist, aber der Mensch meint, das sei das Universum. Ja. Aber das ist nur der 7. Teil vom Universum, was wir sehen. Ja, das ist das Physische, ja. Da hatte ich noch was. Ach ja, und zwar sagt sie auch noch, ein Raum, in dem sich, der Antrieb also, der Millionen- und Milliardenfacher Lichtgeschwindigkeit erzeugt, die Hypergeschwindigkeit also, durch die der Hyperraum erbrochen wird. Das ist klar, aber der nächste Satz. Das kannst du aber nur, wenn du in eine andere Dimension, also auf der Dimension, wo du leben tust, in die Hyperraumdimension einbrechen tust. Ja. Mhm. Ein Raum, in dem sich jede Masse erweitert in Relation zur Zunahme der Geschwindigkeit. Ja. Also da geht auf Einsteins Relativitätstheorie zurück. Nicht ja, das weiß ich nicht. Also ich kenne das, was der Einstein erzählt hat, zu wenig, obwohl ich den Einstein mit dem Vater kennengelernt habe und seine Frau noch. Wie hat sie geheißen? Mirna hat sie, glaube ich, geheißen. Und da werden ja wahrscheinlich Geschichten erzählt von ihr, wo hinten und vorne stimmen. Und die Erweiterung, die verfließt sehr weg. Wie soll ich dir sagen? Weißt, wenn du zum Beispiel das nimmst, den Ständer nimmst mit dem Mikrofon, dann tut sich das erweitern, in dem Sinn, dass sich die Strahlung von dem ausweiten tut, unendlich weit. Das bleibt so bestehen, wie es ist, aber die Strahlung von dem weitet sich unendlich weit aus. Mhm. Okay. Das ist also jetzt ist die Strahlung begrenzt. Jetzt ist sie begrenzt auf das, auf Materie, wie sie vorhanden ist. Sie strahlen schon ein bisschen aus, aber das sehen wir nicht. Das kann man vielleicht durch Apparate kann man das feststellen, wie weit sie ausstrahlen. Aber die strahlen dann unendlich weit aus. Oder? Es ist nicht
dass sich das gesamte ausweiten tut, sondern es ist nur die Strahlung davon. Ja. Und die wird bis unendlich weit, wie man so sagt, oder? Ja. Unendlich ist ein bisschen ein weiter Begriff. Ja. Das hat wieder mit dem Nihilo zu tun, oder? Unendlich. Aber man sagt halt so, dass es der Mensch einfach versteht. Ja. Kann es sein, dass die Masse im Hyperraum unendlich wird? Nur die Strahlung. Die Strahlung nur, aber nicht die Masse selbst. Die Materie selber nicht. Ja. Materie bleibt Materie. Okay. Mhm. Okay. Da würde sich dann die Frage stellen, was für eine Strahlung ist das? Genau die gleiche Strahlung wie Materie, wie du ausstrahlen tust und so weiter und so fort. Nur ist sie geformt auf die Materie, wie das vorhanden ist. Kupfer hat eine andere Strahlung. Jede Energie hat eine Strahlung und je nach Energie ist die Strahlung wieder anders. Es gibt millionenfache Strahlungen. Ja, sprichst du dann eher von einer feinstofflichen Strahlung? Ja, das ist eine feinstoffliche Strahlung. Ja. Die siehst du nicht einmal. Ja. Die kannst du höchstens feststellen, dass wie nach der Technik, die heute existiert auf dieser Welt. Ja. Wir können danach Strahlungen können wir feststellen. Die Materie strahlt da, diese und andere Strahlungen aus, je nachdem, was für Material das es ist. Das kann man ja bereits da bei uns auf der Erde feststellen. Ja. In der Kirlian-Fotografie ist das, dass man da feinstoffliche Strahlung genau. fotografiert im Grunde. Ja, genau. Und so ist jede Materie, jede Energie selber, wo bestimmte Strahlungen aussenden tut. Ja. Das ist je nachdem, was es für Material ist, kann das eben sehr weit, wir sagen dann einfach unendlich, ausstrahlen. Ja. Die da vielleicht 1 Meter oder 1,50 Meter oder 2 Meter, wo das ausstrahlen. Ja. Je nachdem. Genauso wie Gedankenstrahlungen aussenden und so weiter und so fort. Genauso wie die Kamera, genauso wie alles andere. Oder? Ja. Gut. Ja. Ah ja, dieser Mindestabstand zu Planeten 153 Millionen Kilometer, das ist ungefähr die Distanz zwischen Sonne und Erde. Das ist ja schon ziemlich weit weg. Also so weit muss man vom nächsten Planeten oder Stern entfernt sein. Falls nicht, könnte eben Gefahr, dass es einen Zusammenstoß gibt. Ja. Also dass man in diesen Planet dann stürzt, oder? Unter Umständen, ja. Oder dass der Planet mit durchgerissen wird, weil das ist, das war dann hier passieren. Dass der Planet unter Umständen Schaden nimmt. Ja. Genau, hier sagst du das sogar selbst. Also kann in 2 gerissen werden, aber so unter Umständen. Ja, du sagst zu ihr, ich verstehe, der Einbruch in den Hyperraum würde vermutlich auch den oder die Planeten mit in den
Überraum hineinreißen und als tödliches Geschoss wieder ausspeien, wenn das Strahlschiff daraus hervorbricht. Ja. Vielleicht sind gar verschiedene riesige Kometen auf diese Weise zu rasenden und gefährlichen Weltraumdurcheilern geworden, durch die Schuld verantwortungsloser Sternenfahrer. Mhm. Das passiert auch da auf der Erde, das kannst du nachverfolgen. Je nachdem, vielfach stimmt der Wind eine Rolle, spielt der eine Rolle dabei, wo irgendetwas einfach, wo du ein Gefährt durchschickst, wo einen gewissen Wind erzeugen tut und ein anderes Fahrzeug oder weiss ich was, dann von dem Hohlraum, wo entsteht, wie durch den Winter hineingerissen wird und weggeschleudert wird. Ja. Oder mit einem anderen konfrontieren tut, wo durchrasen tut. Ja. Auch mit Menschen passiert ja hier und da, dass ein Auto schnell neben jemandem durchfährt und der wird vom Wind mitgerissen, auf die Straße geschleudert oder gar ins Auto rein. Oder? Ja. Ja. Oder? Und genau dasselbe passiert, kann passieren mit dem Brauchen vom Hyperraum. Also von dieser Dimension. Ja. Oder? Weil die Dimension, die ist nicht einfach so kurz begrenzt, sondern die ist weitläufig raus. Oder Hunderte von Kilometern oder Tausende von Kilometern unter Umständen, wo es warm mitreißen. Ja. Oder? Ja, 153 Millionen Kilometer ist ja ein riesiges Gebiet. Ja. Und der Hyperraum, die andere Dimension, das ist wie jede andere Dimension, wo zukünftig ist oder Vergangenheit ist und so weiter und so fort, wo kann Unheil angerichtet werden auf die Art und Weise. Ja. Oder? Ja, das ist ein Planet, der vielleicht in einer stabilen Umlaufbahn ist, wird dann zu so einem Kometen, zu so einem Geschoss. Ne? Genau. Das ist eben möglich. Aber das kannst du unseren Wissenschaftlern nicht erklären. Also es sind ja gigantische Kräfte, die da dann wirken. Ja. Ne? Bei so einem einzigen Hyperraumsprung, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, wie es jetzt da könnte um die Erdumlaufbahn rausfliegen da, oder eines Tages da in 2, 3 Jahren auf dem Mars, das ist, ich sage jetzt im Weltraum raus, das ist Illusion. Der Weltraum fängt weit nach dem 12. Planeten an. Den haben sie gar noch nicht entdeckt. Ja. Den haben sie gar noch nicht entdeckt. Ja. Es fängt dann der Weltraum an. Ja. Das ist wirklich dann nichts mehr. Ja. Bis dort raus sind wir immer noch im Raum vom Sonnensystem. Ja. Da ist die Wissenschaft noch weit hinterher. Ja. Sie sagt dann auch, die Erzeugung und Nutzbarmachung der Tachyonen. Also der erste Antrieb ist dieser Emittierungsantrieb oder Lichtemittierungsantrieb. Über Licht. Ja. Ich habe nachgeschaut, ist bisher immer noch Hypothese. Also sie haben sie noch nicht entdeckt. In CERN hatten sie wohl einmal gedacht, sie hätten was, aber dann hat sich das als fehlerhafte Messung herausgestellt. Also sie wissen noch gar nicht, ob sie wirklich existieren, unsere Wissenschaftler. Aber irgendwann... Das ist noch eine Vermutung. Ja, aber irgendwann kommen sie da schon noch drauf. Aber die Licht, da ist der Begriff, sie nennen das anders, aber
Wir haben den Begriff Tachyonen genommen und das sind überlichtschnelle Partikel, die haben teilweise weit über 1000-fache über der Lichtgeschwindigkeit. Ja, 1000-fache Lichtgeschwindigkeit und mehr. Ja. Aber da steckt dann so viel Energie drin, die man dann nutzen kann, um dann halt Raum und Zeit zu paralysieren. Ja. Das ist dann der Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. Überlichtgeschwindigkeit Antrieb, ja. Ja, aber auch selbst dieser Lichtemittierungsantrieb, also bis auf Lichtgeschwindigkeit, womit sie auch hier rumfliegen, ist ja auch schon eine enorme Geschwindigkeit. Das ist auch schon ungeheuer, aber für die ist das normal. Ja. Und da wird, so wie ich es verstehe, Lichtemittierungsantrieb, das Licht ausgestoßen wird. Ja. Wie zum Beispiel bei einer Rakete. Ja. Kannst ein Lichtemittierungsantrieb kannst ungefähr vorstellen wie mit einer Rakete. Ja. Der Ausstoß. Aber weißt, der Ausstoß findet nicht an einem Ort statt, wie bei einer Rakete, wo einfach hinten raus dort am Schwanz der Fuß rausgeht, oder? Sondern der Lichtemittierungsantrieb, der ist sehr weggeschaffen, dass praktisch das ganze Objekt das ausstoßen auf die Richtung, wo eben vorwärts treiben soll. Okay. Aber das ist das ganze Objekt. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber da müssen ja gigantische Mengen an Licht ausgestoßen werden. Wenn da die Scheibe ist, dann wird nicht einfach da ausgestoßen, sondern es wird von da schon über das ganze Dings wird's ausgestoßen. Ja. Es wird dann nur gerichtet sozusagen. Ja. Und dann schießt es halt in die andere Richtung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Taschenlampe anmache, dann fliege ich ja nicht zurück. Ja. Weil das ist halt gar nichts, was da rauskommt. Nein, das ist im Vergleich. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Und sondern ist ein Antimagnetismus, wo auch gebraucht wird, da steht und reist plötzlich weg. Ja. Das hat nichts zu tun mit dem Lichtemittierungsantrieb, sondern mit Magnetismus. Ah. Ja. Also noch ein dritter Antrieb im Grunde. Oder ist das ein anderer Aspekt? Das ist etwas völlig anderes. Dann haben sie noch einen dritten Antrieb, oder? Ja. Der auf Magnetismus. Ja. Weil es gibt die Super 8 Aufnahme von dir, wo sie von einem Bild zum nächsten einfach weg ist. Und manche glauben halt, sie sei in der Dimension gewechselt, aber das stimmt nicht. Sie ist wirklich weggeflogen. Das ist praktisch, das geht so schnell, wenn es ein Gumpen wäre. Ja, natürlich. Das ist auf reinem Magnetismus. Ja. Das beruht auf reinem Magnetismus. Wie das dort oben. Ja, der ist aber nicht so schnell, der Herr Hedwig. Ja, aber das Prinzip ist ungefähr das Gleiche. Ah ja. Also das Schiff erzeugt dann einen Magnetismus oder eine Gravitation, arbeitet mit Gravitationswellen dann. Ja. Wie es da genau geht, weiß ich. Ich weiß nur,
es funktioniert durch Magnetismus. Und Ja. das erzeugt eben auch die Antigravitation, so wie du gesagt hast. Oder? Ja. Und in der Antigravitation ist alles schwerelos. Ja. Und das hat ja eine Schwere, oder? Aber Ja. zwischen ihnen ist Schwerelosigkeit. Ja. Und zwischen den Büchern und dem Fuß vom Vogel ist Schwerelosigkeit. Ja. Habe ich ihn kurz verloren. Ja, wenn du im Strahlschiff bist mit Semjase, hattest du gesagt, ihr könntet da auch auf dem Kopf fliegen, bleibst trotzdem. Man merkt gar nicht, dass man sich bewegt. Ja. Das merkst du gar nicht. Ja. Da ist die Schwerkraft ist dort wieder maßgebend, wo du immer, wie soll ich dir sagen, wo du immer stehst. Ja. Auch wenn du auf dem Kopf stehst du richtig. Ja. Also dir fließt das Blut nicht in den Kopf. Nein. Sondern, Nein. Und das eben auf diesem Magnetismus beruht, kann man dann auch in diesem rechten Winkel fliegen bei hoher Geschwindigkeit, ohne dass. Ja. Merkst du gar nicht. Ja. Das merkst du gar nicht. Du wirst auch nicht hin und her geschleudert. Ja. Nichts so. Weil, das gibt es nicht im Raumschiff. Ja, weil du dein eigenes Kraftfeld hast. Ja. Dein eigenes Anziehungskraftfeld. Ja, das Schiff selber hat. Ist ausgerichtet mit allem, was er weg. Da kannst du aus dem Stand aus die grösste Geschwindigkeit erreichen, merkst du rein gar nicht. Ja. Musst du aufpassen, welche Tasten du drückst. Ja, genau. Sonst bist du. Hast ja auch schon mal mit rumgespielt. Ne? Ja, das kann böse Überraschungen geben. Ja. Ja, genau. Und zwar haben sie diesen Strahlenschutzgürtel, der sie vor allem schützt. Ja. Um das Schiff. Und das Strahlschiff ist. Da kann nichts eindringen. Da wird alles abgelenkt oder aufgelöst, je nachdem. Ja. Selbst wenn du aufschiessen tust, das erreicht das Schiff nie. Ja. Diesen Schutzaspekt, den kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist ein unsichtbares Kraftfeld, was ja schon beim ersten Kontakt konntest ja nicht zu ihr hingehen. Richtig. Weil der noch aktiviert war, ne, bis sie den dann auflöste und kam. Ja. Aber sie sagt, das Strahlschiff ist von einem Strahlenschutzgürtel umgeben, der jeden Lufthauch sofort abgleiten lässt, ohne ihn zu verdrängen. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du durch den Raum oder durch die Atmosphäre fliegen, ohne die Moleküle zu verdrängen? Ja, richtig. Aber es bewegt sich doch da. Hier sind jetzt die Luftmoleküle. Ja. Und das Strahlschiff bewegt sich durch die Luft. Dann verdrängt es doch die. Nein, eben nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist. Die sind doch da. Eine besondere Technik, wie die genau funktioniert, weiß ich nicht. Sie tut nicht verdrängen, sie tut. Wenn das jetzt ein Schiff ist, sie wird, wie sagt man, Idiom mit der ganzen Umwelt. Weißt du, was Idiom ist? Nicht genau. Sie tut sich gleich richten mit der Umwelt. Es gibt keinen Widerstand, es gibt keine Abweisung und nichts. Es tut sich Idiom verhalten, es tut sich gleich verhalten wie die ganze Umgebung.
Also so, als ob es selbst zur Luft würde und sich mit ihr vermischt. Genau. Sie wird Idiom mit der ganzen Umwelt. Sie wird gleichgerichtet, wie die Umwelt ist. Es gibt keinen Widerstand und nichts. Ja, das ist eben... Es wird nicht einfach abgewiesen, sondern es wird gleichgerichtet. Es tut aber, wenn ein fremder Körper darauf kommt, tut es den dann abweisen. Was nicht Idiom ist mit der Umwelt, also nicht gleichgerichtet ist mit der Umwelt. Es kommt ein Geschoss ist zum Beispiel dann nicht gleich Idiom wie die Umwelt. Ja, und dann wird es abgewiesen. Das wird dann abgewiesen. Oder? Wenn aber etwas gleichgerichtet ist, wie das gleichgerichtet ist, wie das nebenzu, dann kannst du es nicht tangieren. Selbst wenn ich jetzt mir vorstelle, Idiom, dass es halt gleichgerichtet ist. Ja. Also im Grunde wie die Luft wäre. Ja, genau. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Flugzeug, wenn man hochsteigt, dann sind da ja zum Teil enorme Stürme. Richtig. Das heißt, Luft fließt durch Luft. Richtig. Da entstehen ja auch wieder enorme Turbulenzen. Ja, dort schon, ja, aber da eben nicht, weil es gleichgerichtet ist. Ich verstehe schon deine Worte, aber ich kann mir das nicht im Entferntesten vorstellen, wie das in der Praxis funktionieren soll. Ja, das ist ja. Weil beides ja physisch ist. Ja. Die Luft ist ja nicht in dem Sinn physisch, wie ein Schiff physisch ist. Ja, der Gas ist ja ein Schutzschirm drumherum und der Schutzschirm, nicht das Schiff ist gleichgerichtet mit der Atmosphäre rundherum, sondern der Schutzschirm, wo rundum ums Schiff ist gleichgerichtet. Nicht das Schiff selber ist gleichgerichtet, sondern der Schutzschirm ist gleichgerichtet. Ja, okay. Oder? Okay. Und wenn etwas gleichgerichtet ist, dann ist es halt gleich, wie soll ich sagen, es ist... Wer telefoniert dann bei dir oben? Ja. Wie? Ja. Hat jemand oben aber telefoniert? Ich weiß nicht, wer ist. Ja. Irgendjemand, entweder der Quetzal oder da. Oder. Okay. Das ist ganz Neues. Ja, soll ich gehen, oder? Ja, scheinbar. Er hat mir auch da gezeigt, jetzt gerade da, darum habe ich es gesehen. Ja, okay. Ja. Gut. Eine letzte Frage, nur ganz kurz, das was ich abschließe. Kann ich mir das so vorstellen, dass der Reibungskoeffizient auf 0 geht, weil dann würde keine Reibung entstehen. Natürlich. Dann könnte man mit dieser Geschwindigkeit... du hast ein Glas Wasser, du nimmst einen Tropfen an das Wasser, leist es dort rein, das wird sofort Idiom. Ja. Wie das andere auch. Ja, okay. Und dann, ja. Genau gleich wie das andere. Ja. Okay, jetzt klickt das so langsam. Ja, nein, schon gut. Ich danke dir für die viele Zeit und die fantastischen Erklärungen. Ja. Und das hat sich sehr gut. Ist ganz Neues. Ja, ja, gut. Okay.